Hallo, meine lieben Agents da draußen. Grüße gehen raus. Hier ist euer Blackie wieder. Und zwar mit, ja, das war euer Wunsch. Ich sollte noch einmal das Set überarbeiten, was ich ja schon 2021 Januar erstellt hatte. Und zwar geht es um dieses Set hier. Bam. Um das Damage Boost Set komplett auf Rot gerollt von der Zukunftsinitiative. Ihr wisst, dass ich einer der ersten Leute oder Streamer war, der das auf jeden Fall so gebaut hat und vorgestellt hat. Das könnt ihr auch auf meiner History euch anschauen in der Playlist. Und zwar ging es damals darum, Speedrunner haben sich das gewünscht. Ey Blackie, kannst du da was für uns zaubern? Wir bräuchten das. Ich habe die Vorgaben gehabt und dann habe ich das halt nach ungefähr 2, 3 Tagen fertig gehabt für die Speedrunner. Und das ist jetzt die 2.0 Variante. Fangen wir mal direkt erstmal mit der Spezialisierung an. Die Spezialisierung ist Präzisionsschütze. Ja. Und hier sind dann auch die Waffen aktiviert, die wir dafür brauchen. Einmal Scharfschützengewehr und dann die Schrotze. Ja, erkläre ich euch auch warum. Der Rest ist nicht interessant. Ja, also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt unbedingt irgendein Talent hier brauche, aber es spielt mir halt in die Karten. Einmal halt zum Beispiel 15% höhere Waffenstabilität, verringerter Rückstoß und schnellere Wiedererfassung von Zielen. 15% höhere Kopfschussschaden, können wir alles mitnehmen, ne? Das spielt uns alles in die Karten, aber ist nicht Must-Have. Ja, ihr könnt auch was anderes nehmen, aber da ich ja Scharfschützengewehr spiele und auch ab und zu mit der Tech, macht das natürlich Sinn. Ja, nur so als Information. Ihr könnt aber auch, keine Ahnung, jedes beliebige nehmen. Ich habe mich aber entschieden für Präzisionsschütze. Ja? So, das dazu zur kurzen Einleitung. So, die Hauptbewaffnung ist die SVD Extra. Das ist die rote Version. Und ich habe mich damals entschieden für Glückstreffer. Und wir haben immer noch Glückstreffer drauf. Die Magazinkapazität wird um 20% erhöht. Bei Schüssen aus der Deckung, die das Ziel verfehlen, besteht eine Chance von 100%, dass die Patrone ins Magazin zurückkehrt. Das heißt jetzt für uns, treffe ich daneben, habe ich die Munition direkt wieder im Magazin. Geil. Ne? Ähm, Wir haben die in der zweiten Hand haben wir dann tatsächlich die Scorpio. Ja, ihr wisst auch warum. Staubt ab, dies, das, etc. Spielt mir auch in die Karten von diesem Set. Und im Holster haben wir dann die angepasste TD-Card mit den Fertigkeiten Rang +1. So, jetzt kommen wir mal dazu, warum ich mich entschieden habe, damals, wie auch heute, SVD und die Schrots zu nehmen. Bam. Es geht tatsächlich um Opportunist. Ähm, Wir machen natürlich mit diesem Set Team-Bonus Damage. Ne? So, jetzt kriegen wir noch einmal 15% Schaden mit perfekter Opportunist. Das ist nämlich eine der Änderungen in diesem Set. Wir kriegen zwar jetzt 5% mehr Rüstung, aber es ist uninteressant. Es geht darum, dass wir 15% mehr Schaden den Teammitgliedern zur Verfügung stellen, wenn Opportunist aktiv ist. Ja? Die Maske, ist klar, gibt auch Teambonus, Chance und Schaden, also Crit-Schaden. Die Brust ist euch auch klar, warum wir die Brust haben. Wir kriegen 25% Team-Bonus. Also wir haben jetzt 15% plus 25, das macht dann 40. Wir haben jetzt 40% mehr Damage zur Verfügung für das Team, wenn die im Heal sind. Ja? Also dieses Set eignet sich tatsächlich nicht mit Randoms zu spielen. Man kann natürlich mit Randoms, aber strategisch gesehen macht das nur Sinn, wenn man mit seinen Freunden spielt, mit Clan oder mit Leuten, die in der Com sind. Das heißt, wenn man im Teamspeak ist oder Discord. Man kann das auch nonverbal spielen, ja, aber es hat sich gezeigt, dass wenn Absprachen da sind, das Set am besten zur Geltung kommt. Ja, ist einfach so. Ne? Ich zeige euch gleich die Werte der Waffen. Wir sind jetzt erst einmal, ja, hier ist noch nicht auf Maximum gerollt, muss man noch machen.
Aber jetzt, um das Set euch vorzustellen, musste ich jetzt hier nicht unbedingt auf Godroll gehen. Ihr seht jetzt, was ich hier drauf habe. Einmal Schaden, einmal Chance als Mod. Hier haben wir dann Schaden als Mod. Hier haben wir auch Schaden als Mod. Hier ist nur Chance auf kritische Treffer im Mod-Bereich. Holster ist Chance drauf. Knie sind Chance drauf. Hände sind auch Chance drauf. Ja? Was mir hier nicht gefällt, und es ist halt sehr schwierig zu bekommen, Lebensenergie weg und Chance drauf. Da suchen wir noch aktiv, leider noch nicht gekommen bis jetzt. Aber ich habe auch noch ganz viele andere Projekte, die ich noch am Laufen habe. Da habe ich also wirklich auch noch nicht die Zeit gehabt, aktiver zu suchen. Das dazu. Ja, jetzt kommen wir zu den Werten der Waffe. SVD ist bei 50% Chance auf kritische Treffer und 103 Schaden durch kritische Treffer. Kopfschussschaden sind wir bei 146. Ne? Jetzt spinnen wir mal ein bisschen. Da fehlen jetzt 4% für Kopfschussschaden. Dann wären wir bei 150. Ja? Ist auch enorm der Wert. Für die Leute, die dann halt tatsächlich mit einer anderen Brust spielen wollen. Ja. Wie zum Beispiel vom Walker. Wenn man halt Kopfschusstreffer macht, dass der nächste Kill dann noch mehr Damage hat. Kann man nämlich auch nehmen, wenn man Solo spielt. Ja. Das so dazu. Dann nimmt man das halt hier weg. Ja. Den Rucksack. Und aktiviert dann hier Walker. Dann hat man halt, wenn man Headshots macht, muss man aber bei 150% sein oder mehr. Dann habt ihr dann die Möglichkeit, tatsächlich noch mehr Damage zu machen. Aber es ist dann halt eher für euch selber. Ja, das sind so kleine Tipps. Ja, also mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Schrotze aktiviert dann Opportunist. SVD aktiviert auch Opportunist. Die Pistole aktiviert nicht Opportunist. Das heißt, wenn ich mit Pistole schieße, gibt es nicht diese 15% Bonus. Ja, müsst ihr auch wissen, falls ihr mal Only Pistol arbeiten müsst. Aber ich kann euch sagen, die Waffe, die ist ekelhaft brutal, wenn ihr mit der Pistole schießt. Haben wir schon alles durchexerziert. In den Fertigkeitenbereich habe ich mich entschieden, tatsächlich Wiederbeleber zu haben und eine Reparaturdrohne. Ja? Mods kann ich euch auch kurz zeigen. Ja. Also das sind Standard-Mods, da ist jetzt nichts Großartiges dabei. Ja, ja, hier sind wir noch am Expertisenrang am Leveln. Ihr seht, ich habe da noch nicht so die Zeit gehabt, das hoch zu pushen. Wird aber in Zukunft passieren, weil ich das für wichtig erachte, dass die Tech auch Damage des Todes bekommt. Ja, maximal 20%. Ich bin jetzt gerade bei 15% beim Know-how. Theoretisch müsste ich die SVD auch hoch pushen auf 15. Habe ich aber auch noch nicht gemacht wegen Ressourcen. Ja, ich bin da jetzt mit anderen Projekten noch beschäftigt. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig für dieses Set. Das Set ist halt ein reines DPS-Boost-Set für Teammitglieder. Für sich selber natürlich auch. Aber es geht darum, dass ich meine Teammember so stark mache wie noch nie. Ja. Und von daher ist das diese 2.0 Variante, die wir jetzt haben. Zum alten Bild, hier haben wir noch Kernattribut gelb gehabt, das ist jetzt rot und Attribut haben wir jetzt auch Schaden drauf. Ja, das ist auch der Unterschied zu dem alten Bild. Und der hauptsächliche Unterschied, dieser Faktor ist halt tatsächlich Ozinagetiser, der perfekte Rucksack mit perfekt opportunistisch. Ja, also das spielt uns auf jeden Fall in die Karten. Wichtig aber auch für alle Beteiligten, diesen extra Bonus von der Brust gibt es nur, wenn wir in der vollen Heilung sind. Seid ihr ein bisschen nur angekratzt, ist der Bonus weg. Also zumindest die 25%. Aber die 15% bleiben. Ja? So, das als Info. So, jetzt gehen wir mal kurz ins Gameplay rein. Wir bleiben nur kurz drin in der Mission.
Ich werde jetzt kein langes Gameplay euch zeigen. Wir gehen live rein. Übrigens, für euch ist es Pre-Live. Bei mir ist es in der Aufzeichnung live. Okay, wir haben... Oh, 5 Direktive. Spielt mir auch in die Karten. We need you to secure the memorial and remove the True Sons forces. If they maintain this outpost, the True Sons will be a direct threat to the campus. Okay. Ich habe jetzt meine Teammitglieder noch stärker gemacht, als sie sind. Muss nur im Heal sein. Wir haben jetzt Heal des Urgroßvaters. Also nicht nur Damage-Bonus, also sie kriegen auch, wenn ich jetzt mich selber heile, dann kriegen die auch Heal. Das vergisst der eine andere. Sobald ich Damage habe und mich heile, heile ich damit meine Teammitglieder auch. Wenn die in meiner Range sind. So, wir gehen mal jetzt mit der SVD ran. Jetzt mal tiefer rein. So, ist down. Ja, und es macht Spaß tatsächlich, den Leuten das zur Verfügung zu stellen. Deswegen meinte ich ja auch, es macht dann noch mehr Sinn, wenn man tatsächlich mit Clan oder Freunden oder halt im Teamspeak oder im Discord ist. Ich kann das so ein bisschen absprechen, die Taktiken. So, wenn ich mich jetzt heile, heile ich alle anderen auch in meiner Nähe. Seht ihr das? Das ist das Entscheidende bei diesem Set. Ich kann in den Nahkampf gehen, ich kann aber auch durch die Entfernung mache ich auch meine Damage und meine Kills. Und natürlich brauchen wir Munitionsmanagement. Bei 5 Direktiven ist euch das klar, ne? Aber der Kopf ist weg. Ist down. Gehen mal hier rüber. Oben sind nämlich welche. Also wichtig ist, dass man... Oder? Hab ich gar nicht gesehen. Sag mal, war er vor mir. Bin nicht mehr im Heal. Das heißt, ich gehe mal kurz in Deckung. So, den haben wir erledigt. Also ihr könnt das auch hier mit Werkmeister machen. By the way. Da habe ich nicht mehr so viel Muni. Läuft noch einer rum. Jagen wir mal. Oh, das war's. Also die Jungs haben das jetzt auch gecheckt, wie viel Damage Boost die bekommen. Tatsächlich. Also, ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Schreibt mir in den Kommentaren, welche Builds ihr noch haben wollt. Es gibt eine Serie bei mir auf YouTube, also Community Sets. Da sagt ihr mir, was ihr haben wollt und ich baue euch das und stelle euch das als Community Set vor. Das erste haben wir schon abgedreht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wird hier unter dem Video verlinkt.
Und ich werde auch unter diesem Video das alte Setup, das ursprüngliche von 2021, euch auch verlinken. Könnt ihr euch das auch in Ruhe mal anschauen, wie die alte Variante funktioniert hat. Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, da war noch kein opportunistisch drauf. Könnt ihr euch dann mal die alte Variante angucken, wieso ich das so gebaut hatte, beziehungsweise euch das vorgestellt habe. Ja, wenn man voll in der Heilung ist, da ist so viel Damage, das ist schon krank. Keine Munition mehr. Fühlt's Batman. Gehen wir rein. Ihr könnt mit der SVD im Nahkampf auch aus der Hüfte schießen. Ja? Ihr müsst da nicht unbedingt Kimmel Korn machen. Habe ich jetzt gerade gemacht. By the way. Der 64er denkt auch, was zur Hölle passiert hier gerade? Wie viel Damage mache ich hier mit 5 Direktiven? Ja, das ist so. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde auf eure Wünsche eingehen. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ihr noch haben wollt. Und zu diesem Set eure Meinung. Dieses Set gibt es schon sehr lange. Und ich war auch wirklich der erste Streamer, der es so euch gezeigt hat. Ich mache sehr gerne ausgefallene Sachen. Das war damals auch von einer Speedrunner Gemeinschaft der Wunsch, so ein Set mal zu haben. Also die haben mir nur die Vorgabe gegeben, was sie brauchen. Ich habe mir dann halt überlegt, welches Set würde am meisten Sinn machen für die. Und so ist dieses Set eigentlich entstanden. Ich arbeite halt sehr, sehr gerne eng mit den Menschen zusammen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und auch sehr lange schon in Kontakt bin. Und wir wissen auch die Qualitäten, wie ich Builds baue. Wie gesagt, ich habe euch ja am Anfang des Videos die Möglichkeiten aufgezeigt, was ihr noch an Spezialitäten nehmen könnt. Spezialisierungen. Habt ihr gesehen? Wir haben so viel Area Control. Also Wunschkonstellation wäre jetzt hier tatsächlich, wenn man noch einen CCler hätte. Wenn wir jetzt noch einen CCler hätten, wäre, glaube ich, der Run hier so schnell durch. Einschäumen oder Feuer. Ich gebe zum Beispiel allen Fertigkeiten den Damage Boost auch. Stelle ich zur Verfügung. Und dem CCler, wenn er Feuer macht, der kriegt auch den Damage Boost. Das wissen auch nicht alle Agents da draußen. Jetzt wisst ihr es. Das ist entscheidend. Schade, wir sind leider jetzt hier oben. Aber gut, ist auch ein bisschen Unwissenheit, ne? Von den Agents. Wir haben jetzt hier einen 64er dabei, der kann das nicht wissen. Wie man hier vernünftig arbeitet. Wäre beinahe ein Tod gewesen. Okay.
Sehr gut. Wie gesagt, es ist halt entspannt. Man weiß, wie es funktioniert. Ich laufe jetzt gerade 5 Direktive auf entspannt mit den Jungs. Weil die merken auch, dass da gerade irgendwas passiert mit denen. Also anhand dieses Symbols unten, diese zwei Kästchen, die blauen Kästchen dort. Ist natürlich so ein Zeichen für die kundigen Agents, dass gerade Damage-Bonus zur Verfügung steht. Na? Ich glaube, ich gehe. Meine Achillesferse bei 5 Direktive. Aber die Jungs, guck mal, wie die wegballern. Wie die wegballern, Alter. Jetzt hat einer irgendwas mit Feuer gemacht. Das ist nice. Jetzt machen wir mal hier was. Guckt euch das bitte an. 5 Direktive und er ist RIP. Das ist schon krank. Das ist schon krank, meine Lieben. Das ist schon krank. Der Damage ist sehr nice gewesen. Und wir sind sehr schnell durch, ne? Wir sind wirklich sehr schnell durch. Ja, also das ist die 2.0 Variante von diesem unheimlich guten Damage Boost Set für die Teammitglieder. Für sich auch. Also für einen, der das dann spielt. Geben wir den mal ein GG. Einer hat ein Foto mit mir gemacht. Ja, meine Lieben. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer natürlich Daumen hoch. Ab in die Kommentare. Eure Meinung ist immer sehr wichtig. Sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas ja, anderes sehen wollt, wenn ihr eine Änderung vom Set vielleicht haben wollt, etc. etc. Ich gehe auf eure Wünsche ein. Und wer noch kein Abonnent ist, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann seht ihr, wenn was Neues von Blackie da ist. Und empfehlt mich weiter, meine Lieben. Denn wir wollen hier auch weiterhin wachsen auf YouTube. Und danke schon mal an euch allen, die mir schon den Support gegeben haben. Kuss geht raus. Und ja, habt Spaß mit dem Set. Und ihr könnt auch gerne auf Twitch zu mir kommen. Und wir können gerne im Chat uns auch unterhalten. Und ja, würde ich auf jeden Fall begrüßen. Wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Und wir haben gerade PTS-Phase. Wer in PTS gehen möchte, ich war gestern 13 Stunden lang auf dem PTS. Macht auf jeden Fall Fun, meine Lieben. Haut's rein, euer Blicky. Ciao mit Au. Ich gehe raus.